Hallo Stars, ich bin's. Ich glaube, bei deinem Ioniq 5 haben sie irgendwie die Ablagefächer an der Seite vergessen. Oder täusche ich mich? Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem weiteren Video. Ihr seht es im Hintergrund schon, die beiden wohl gefragtesten SUVs aktuell in Deutschland stehen hier hinter mir und zwar, beziehungsweise vor mir, und zwar einmal der Ioniq 5 von Hyundai und daneben das Tesla Model Y. Warum stehen die beiden hier? Ganz einfach, Leute. Und zwar, ich will hier gar keine technischen Sachen runterbabbeln, da gibt es genug Videos mittlerweile zu, aber ich möchte euch zeigen, wie sieht es mit den effektiven Platzverhältnissen aus beim Tesla Model Y versus den Ioniq 5. Und Leute, ich kann euch eins sagen, ihr werdet überrascht sein, was den Kofferraum angeht. Denn da ist einiges zu erklären und zu reden. Wir gucken rein, nach dem Intro geht's los. Bleibt dran. So Leute, also warum die beiden SUVs? Ganz einfach. Preislich sind die sehr nah beieinander. Von der Größe sowieso, die sind wirklich nahezu 1:1. Der Ioniq 5 ist nur 11 cm kürzer als das Model Y und der Unterschied ist in der PS-Leistung bzw. KW-Leistung, die ist natürlich beim Model Y fast doppelt so hoch wie beim Ioniq 5, aber ansonsten sind die beiden Fahrzeuge sehr gut vergleichbar. Ich sag mal so, dieses Video richtet sich jetzt wirklich an Leute, die Familie besitzen, die ein bisschen was in den Kofferraum packen müssen oder auch an die Leute, die einfach mal was Größeres transportieren wollen. Und ich will euch da einfach die Entscheidung ein bisschen vereinfachen. Ich will euch die Platzverhältnisse einfach nur zeigen. Das heißt, wir fangen an mit dem Kofferraum. Wir gehen vorne hin zum Front. Wie sieht es da eigentlich aus beim Ioniq 5 und auch beim Tesla Model Y? Und natürlich auch ein bisschen im Innenraum reingucken. Aber ich sage euch, die größte nicht Enttäuschung, aber das Größte, was sich umhauen wird, ist der Kofferraum. Bevor wir jetzt da hingehen, ein dickes Dankeschön erstmal an die Fahrschule Rommel, Fahrschulakademie Rommel, weil ihr mir den Ioniq 5 zur Verfügung gestellt habt. Der ist wirklich futschnagelneu. Ihr seht da hinten noch, da sind die Sommerreifen. Ich habe mich hier auch ein bisschen eingematzt, also wird auch volles Programm hier. Und Dankeschön, wirklich Stars an das ganze Team. Ich habe die beiden Fahrzeuge jetzt erstmal parallel hingestellt. Ihr seht es hier auch. Das bedeutet, damit ihr mal einen Eindruck bekommt von der Silhouette. Das heißt, hier sind wir sehr nah gleich und jetzt geht es leicht hoch und ihr seht auch, das Model Y ist ein bisschen höher. Das heißt, wir haben ein kleines Ei, eine kleine Eiform einfach vom Model Y, währenddessen der Ioniq 5 gerades Heck bzw. eine gerade Dachlinie dann hat und hier hinten wird es dann stufig, ein schöner dicker Spoiler drauf beim Ioniq 5 und dann geht es hier wieder runter. Was hier auffällt, ihr seht kein Model Y mehr im Hintergrund. Warum? Das Model Y hat ihren Peak hier drüben und flacht dann sehr stark ab. Der Ioniq 5 hingegen hat ein sehr kantiges Heck und geht dann natürlich dementsprechend auch kantig runter. Und ihr seht hier auch noch mal, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, 11 cm. Da seht ihr den Unterschied, wa? Da ist der Ioniq 5 einfach ein Stückchen kleiner, aber wie gesagt, das macht bei dieser Klasse nicht viel aus. Die 3 provisorischen Koffer habe ich natürlich auch dabei, die werden wir gleich brauchen beim Kofferraum-Check. Allerdings will ich die jetzt erstmal zur Seite stellen, denn ich muss euch was zeigen. Eine Sache ist wirklich unterschiedlich zwischen den beiden Fahrzeugen, direkt sichtbar, und zwar, ich gehe mal ganz vorne hin. Wir sehen hier einerseits, ich habe die wirklich parallel hingestellt, die Höhe von den beiden Felgennarben ist nahezu identisch. Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, tak, 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 dann sehen wir, dass hier schon das Model Y die Felge ist und hier hinten erst die vom Ioniq 5. Das heißt, der Ioniq 5 hat einen effektiv höheren Radstand. Natürlich, ihr wisst auch, im Unterbau sind die Batterien verbaut. Beim Ioniq 5 ist da nun ein bisschen mehr Stauraum. Aber das erstmal interessant zu wissen, habe ich jetzt gerade durch Zufall erst gesehen. So Leute, dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal in die Kofferräume rein. Wir fangen mal mit dem Ioniq 5 an, damit ihr erstmal eine Impression habt. Natürlich alles hier elektrisch. Piep, piep. Dann geht er schon auf. Und zack, haben wir hier den Kofferraum. Ich gehe mal von hinten nach vorne. Da seht ihr auch alles schön. So sieht das Ganze hier aus. Und jetzt passt mal auf. Guckt euch um. Wichtig, beim Kofferraum sind immer Staufächer. Das heißt, ihr könnt was reinlegen. Haben wir hier schon mal nicht. Auf der Seite auch nicht. Wir haben ein Brett im Prinzip, eine Abdeckung. Oh, das geht auch schwer. Gut, ich muss sagen, der Wagen ist wirklich neu. Hier drunter haben wir jetzt eine Ablage. Das bedeutet, wir können hier ungefähr Handbreite Ladekabel unterbringen. Reicht auch vollkommen, reicht vollkommen. Hier haben wir unser Erste-Hilfe-Kasten und hier drüben ist auch noch mal der Lader für die Heimsteckdose und hier, das können wir auch noch mal ein bisschen hochklappen, da seht ihr. Also, das ist die Fläche hier vom
Ioniq 5. Leider keinen tieferen Unterboden nochmal oder Kofferraumwanne. Bisschen schade, aber ansonsten, ja, was haben wir hier drüben noch? Gleich mal Spielerei hier angucken. Oben. Weiß ich gerade gar nicht. Kann das jemand sagen von euch, der Ioniq 5 Erfahrung hat? Wir haben 12 Volt Port. Auch cool. Sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Darum soll es aber nicht gehen. Also effektiv ist das hier die Ladefläche. Und jetzt passt mal auf. Ich switche mal rüber zum Model Y. Mach den mal auf. Und Leute, schaut euch das an. Das ist ein Unterschied. Das hat mich, ehrlich gesagt, gestern war ich schon mal hier an dem Fahrzeug, hat mich ein bisschen erschrocken. Und zwar, wenn wir jetzt hier die Fläche mal angucken, ich schwenke mal ein bisschen rum, dann seht ihr, der ist größer. Der ist größer, der Kofferraum. Wir haben hier auch, wenn ich mal reinschwenke, Ablagefächer, die verstaut fast meinen halben Arm. Auf der anderen Seite genauso. Das heißt, hier geht es auch satt runter. Und jetzt passt auf, das ist der Bonus zum Ioniq 5 auf jeden Fall. Wir haben hier nochmal ein wirklich tiefes Ablagefach. Wenn es darum geht, Sachen nochmal wegzulegen, wenn es darum geht, einfach nochmal vielleicht sogar einen kleinen Koffer zu verstauen. Das werden wir gleich mal alles testen. Und hier hinten, ist ein bisschen blöd gemacht, dass man das erst vorziehen muss. Hier hinten haben wir auch nochmal wie ein Ioniq 5-fach, so ein kleines Handbreite ungefähr. Und ja, so sieht das aus. Der Ioniq 5 glänzt zwar mit Größe, aber nicht ganz effektiv genutzt, weil warum hat man hier zum Beispiel keine Staufächer hingebaut? Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich mit der Kamera an den Dings gekommen. Genauso hier, da kann man doch hier unten den Unterboden noch effektiver eigentlich nutzen. Das ist ein bisschen schade, muss ich erstmal jetzt ein bisschen bemängeln, ein bisschen rummeckern, aber wir stellen jetzt mal die Koffer hier rein, das kann ich direkt mal machen spontan, die sind ja leer, der Bizep brennt und Nummer 1 rein, das ist überhaupt kein Problem, das sehe ich jetzt schon sofort. Wir kriegen die sogar parallel rein und den noch oben drauf. Absolut wunderbar. So sieht das Ganze jetzt aus. Also da kriegt er locker 3 Koffer rein. Ihr seht ja auch, wir haben sogar noch ein bisschen Platz. Ich kann ihn ja mal ein bisschen rübernehmen. Dann sehen wir die effektive Breite. Guckt mal. Da kriegt er sogar 2 große Reisekoffer ohne Probleme rein, parallel nebeneinander. Und ihr könnt jetzt sogar sagen, wir stellen die hochkant bloß. Wenn wir jetzt hochkant gehen, dann seht ihr schon, wird es eng mit der Kofferraumklappe, dass die nicht hier dran dotzt. Deswegen müssen wir doch quer bleiben. Ihr seht es hier, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal beim Model Y. Wie sieht es denn hier aus? Und da fällt mir schon direkt auf, dass das Model Y von der Kofferraumbreite schmaler ist. Denn wir haben hier nur die Fläche im Prinzip. Das war beim Ioniq 5 jetzt größer. Wir messen das gleich mal richtig aus. Das muss ich jetzt rausfinden. Wenn ich das jetzt hier drauf lege, sieht es aber im Prinzip ähnlich aus wie beim Ioniq 5. Da haben wir keinen großen Unterschied. Und, aber die Breite hier, wir messen mal aus, wie breit der Kofferraum jetzt bei beiden ist. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier beim Ioniq 5. Ich habe euch mal oben auf den Kopf genommen und wir messen das jetzt mal hier aus. Wir nehmen natürlich, wie es sich gehört, die engste Stelle. Das bedeutet, wir sind hier bei einer Breite des Ioniq 5 vom Kofferraum ungefähr bei 1,5 Meter. Und wenn wir jetzt die Länge mal nehmen, da gehen wir ganz hinten hin, so wie es sich gehört. Und dann haben wir hier ungefähr, ich sag mal 98, 99 Zentimeter. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. So, und jetzt gehen wir mal rüber zum Tesla Model Y. Und ich sage euch, das müsste kleiner sein. Das müsste kleiner sein. Ich mache mal so. Und wir gehen mal hier rein, Tatsache. Hier haben wir nur 95 Zentimeter. Das ist ja wild. Das ist wild. Kleinste Stelle hier 95 Zentimeter Breite. Und Tiefe sind wir hier aber deutlich tiefer, nämlich bei 1,8 Meter, 1,9 Meter. Das bedeutet ganz einfach, das Model Y hat zwar einen längeren Kofferraum, aber einen schmäleren. Das ist wild, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, der Ioniq kann wieder Punkte aufholen, wenn es darum geht, dass der Kofferraum breit sein soll. Wenn es darum geht, ihr müsst einen fetten Fernseher transportieren, dann könnt ihr den schön hier reinschieben. Krass, hätte ich nicht gedacht. Schön, Daumen nach oben. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das Tesla Model Y hat einen längeren, einen tieferen Kofferraum und hier haben wir einen breiteren Kofferraum, aber weniger Stauraum, gerade wenn es mal darum geht, hier so Kleinigkeiten zu verpacken. Das könnte noch verbessert werden. Und ich habe jetzt nicht getestet, wie die Rücklehne. Also wenn man das umklappt, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Verhältnis. Darum soll es ja nicht gehen. Wir gehen nämlich davon aus, wir haben eine Familie und da sitzen noch mal 2 Kinder oder 2 erwachsene Personen auf der Rücksitzbank. Das bedeutet, hier geht es wirklich darum, wie viel Gepäck passt hier rein mit 4 oder 5 Personen an Bord. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir doch mal und schauen, wie es vorne bei dem Frunk, sprich bei dem vorderen Kofferraum aussieht. Ich mache den Ioniq mal auf. Zack.
Das geht rutzi-butzi hier. Und ich hoffe, wir haben Lifter. Mal gucken. Oh, schwer ist sie nämlich. Ja, wir haben Lifter. VW-Konzern, nehmt euch ein Beispiel. Wir haben hier schon einen Lifter dran. Das ist der Frank, den schauen wir uns gleich an. Wir öffnen jetzt noch den Tesla Frank. Das geht natürlich wieder schön über die App. Das heißt, zack, gehe ich hier rein. Und dann muss ich unter Fahrzeug im Prinzip den vorderen Frank aufwählen. Ich akzeptiere und bumm, geht er auf. Gucken wir hier mal rein. Hier habe ich natürlich noch ein bisschen Kleinzeug drin, das sollte jetzt auch nicht stören. So sieht der Frank schon mal aus vom Tesla Model Y. Das heißt, ihr seht es hier auch, ist eine schöne Ablagefläche, kann man nicht meckern. Ist jetzt nicht klein, ist nicht groß. Es ist aber in der Klasse, glaube ich, mit der größte, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt gucken wir mal zum Ioniq 5. Ich mache hier die schöne Abdeckung mal ab, das Cover. Und bumm, sehen wir hier im Prinzip das Volumen vom Ioniq 5. Es sieht völlig in Ordnung aus. Ich gucke mal so, dass die Sonne nicht so euch sehr in die Kamera strahlt und kriegt mal ordentlich was rein. Ich glaube, das hier sind 57 Liter. Ist schon mal ordentlich. Man muss aber jetzt dazu sagen, dass nicht jeder Ioniq 5 dieses Volumen hat. Und zwar ist das hier ein heckantriebenes Modell. Das bedeutet, wir haben nur Heckantrieb, vorne kein Antrieb. Und die Modelle haben natürlich vorne im Frank mehr Platz. Und dadurch haben wir hier wirklich 57 Liter Stauraum mit einem schönen Case, mit einer kleinen Dichtung. Ihr seht es hier auch, da ist wie ein bisschen Schaumstoff, dass es auch einigermaßen dicht ist. Das ist echt gut gemacht, muss man sagen. Finde ich nicht schlecht mit einer Abdeckung. Und beim Model Y gibt es ja im Prinzip aktuell nur Allrad. Und Allrad sieht so aus. Also das ist schon brutal, dass Tesla das so einfach hinkriegt, wo andere doch ein bisschen straucheln mit dem ganzen Ladeequipment, mit den Wechselrichter oder mit den, ihr wisst, was ich meine, mit den ganzen technischen Sachen, die das so verstaut kriegen. Und hier ist es natürlich ein bisschen, wir können ja mal seitlich gucken, ein bisschen fülliger. Aber nichtsdestotrotz ist es schön, dass sie überhaupt einen Frank eingebaut haben. Denn das gibt zusätzlich Stauraum. Ich hole mal einen kleinen Koffer hinten und dann können wir ja mal gucken einfach, ob das vielleicht sogar in den Frank vorne reinpassen. Das ist jetzt wirklich ein kleiner Handkoffer. Im Prinzip, wenn ihr fliegt, und das könnt ihr ja mit ins Flugzeug reinnehmen und dort verstauen. Ich mache die Abdeckung hier nochmal auf und wir gucken mal, ob der reinpassen würde. Und ich sag mal so, mit ein bisschen Druck passt der komplett hier rein. Wow, hätte ich nicht gedacht. Machen wir wieder auf, Koffer raus und dann nehmen wir den auch direkt mal ins Model Y. Ich lasse jetzt hier das Zeug mal drin und bumm, weil es, ihr wisst, was ich meine, oder? Da brauche ich nicht viel zu sagen. Ist einfach ultra, finde ich toll. Platz ist immer ein Premium-Feature, ist immer ein Bonus, was ich ehrlich sagen muss. Und da sind beide Fahrzeuge wirklich in Ordnung, wirklich in Ordnung, toll. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFuel-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFieber bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. So ihr Lieben, kommen wir jetzt zur nächsten Disziplin. Ich bin 1,90 Meter und wir testen jetzt mal den inneren, wie sagt man, den Innenraum vom Platz her. Ich setze mich jetzt mal rein. Das Model Y ist ja auch mein Privatfahrzeug. Von daher ist der schon fertig so eingestellt, wie ich ihn brauche. Und ihr seht es hier auch, ich denke mal auf der Kamera auch, Platz ohne Ende. Also wirklich sehr komfortabel, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Wir haben hier natürlich im Gegensatz zum Ioniq 5, wo wir es gleich sehen werden, eine Mittelkonsole, die man nicht verstellen können. Die ist fest verbaut, stört aber alles nicht. Also Platz wirklich da. Ich werde jetzt mal mich hinten hinsetzen, im Prinzip genau so eingestellt bleiben, wie ich jetzt bin. Und wir gucken mal, ob ich da hinten auch reinpasse. Zack, los geht's. So Leute, dann will ich mich mal hinten reinsetzen. Einstieg und so ist in Ordnung. Nicht übertrieben Platz, aber es reicht absolut, um reinzukommen. Ihr seht jetzt hier auch meine Beine. Ich glaube, auf der Kamera sogar noch besser. Ich habe ungefähr, sagen wir mal, 1 Zentimeter bis ja, 1,5 Zentimeter Platz. Und sitze auch komfortabel. Was macht mein Kopf? Ich sag mal, haben wir auch so Handfläche Platz nach oben zum Panoramadach. Das ist also alles in Ordnung. Ich denke, da können 4 Passagiere auf jeden Fall dicke mit meiner Größe Platz finden. Ist halt ein Reisemobil, ist ein SUV. Und hinten der Kofferraum noch dabei, das ist super. Ich bin jetzt gespannt auf den Ioniq 5, weil ihr müsst ja bedenken, Kofferraum war jetzt ein bisschen kürzer von der Länge als wie beim Model Y. Das heißt, wir müssten rein theoretisch im Innenraum mehr Platz haben. Wir schauen es uns jetzt mal an. Gleiches Spiel jetzt beim Ioniq 5. Ich setze mich rein und Sitz ist so positioniert,
dass ich im Prinzip mit einem 1,90 Meter entspannt sitzen kann. Ihr seht es ja auch, auf der Kamera müsst ihr das auch sehen. Beinfreiheit noch gegeben. Was ich schön finde hier beim Ioniq 5 ist wirklich, dass ihr hier nochmal echt extrem viel Platz habt. Ihr könnt diese Mittelkonsole auch verschieben, nach vorne oder nach hinten. Nochmal ein kleines Komfortfeature. Und hier könnt ihr sogar eine Tasche noch reinstellen. Finde ich cool. Ioniq 5 geht auf jeden Fall den richtigen Weg, beziehungsweise Hyundai. Und ja, 1,90 Meter sitze ich jetzt hier. Ich setze mich jetzt mal hinten hin. Ich bin sehr gespannt. Ich muss ehrlich sagen direkt, ich glaube, die Tür geht weiter auf beim Ioniq 5. Es fühlt sich zumindest an, dass diese Fläche hier, die man zum Einstieg hat, größer ist. So, setze ich mich mal rein. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich sitze jetzt ganz normal. Habe ähnlich wie beim Model Y auch so 5-6 cm Platz. Und hier, muss ich echt sagen, sogar noch ein Stückchen mehr. Noch ein deutlich Stückchen mehr. Also ich weiß nicht, ob das auf der Kamera gut rüberkommt, aber ihr seht hier, na, ich sag mal 3,5, 4 Finger Fläche habe ich hier vorne noch mal mehr Platz. Wirklich toll, hätte ich nicht gedacht. Und Kopffreiheit super. Also beim Ioniq 5, man liegt ja fast förmlich hier hinten, muss ich feststellen. Auch nicht schlecht, kenne ich gar nicht das Gefühl. Ioniq 5 für Familie auf jeden Fall geeignet. Ich würde sagen, Platz, den wir im Kofferraum nicht mehr haben, der ist hier mehr drin. Das heißt, im Innenraum habt ihr deutlich noch mal ein bisschen mehr Platz als beim Tesla. Und ja, nicht schlecht. Daumen nach oben, gefällt mir. So ihr Lieben, damit sind wir eigentlich soweit auch durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beide SUVs sind wirklich toll. Ihr habt Platz ohne Ende. Gerade jetzt, ich hoffe, für Familien ist die Entscheidung jetzt leichter gefallen. Ich würde mir wünschen, bei meinem Ioniq 5 zusammenfassend gesagt, dass wir noch ein bisschen mehr den Kofferraum nutzen. Das heißt, so kleine Staufächer. Ihr wisst, man hat nicht immer nur große Koffer, sondern auch mal Kleinzeug, was man unterbringen möchte. Und da würde ich mir wünschen, dass beim Ioniq 5 noch mal ein bisschen was kommt. Ansonsten, wie gesagt, wirklich toll. Also ich will auch nicht meckern. Platz ist ohne Ende da, beim Ioniq 5 im Innenraum sogar noch mehr als wie beim Tesla Model Y, würde ich sagen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Sperriges transportieren wollt und so weiter, ist das alles kein Problem. Ich kann euch auch sagen, dass wir den Ioniq 5 auch noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Im Prinzip nicht mit technischen Daten oder so als Review, sondern eher als Erfahrungsbericht nach 6 Monaten. Das bedeutet, ich habe nämlich einen Fahrer kennengelernt, der gerne mal so das Positive und das Negative des Ioniq 5 näher erläutern möchte. Das möchte ich mir auch gerne mal anhören, gerade was das Info-Entertainment-System angeht, was die Routenplanung angeht, weil die ist bei Tesla schon recht gut. Das wollen wir uns mal alles anhören. Das Video kommt, denke ich, auch bald. Und ja, damit will ich es auch belassen. Leute, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ein Like, einen Daumen nach oben und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.